an euch Leute. Macht euch mal Kopf über die ganzen Sachen, was wir hier geredet haben, weil das ist ein ernstes Thema. Wie gesagt, tut mir sehr leid, Mama. An meinen Sohn Abdulrahim. Hab dich auch. Okay Leute, Assalamu alaikum, was geht ab? Heute mit ein bisschen was anderem und zwar ein Podcast. Ich weiß, es ist immer ein bisschen verwirrend, dass zu viel verschiedener Content kommt. Leider ist es so, ich versuche alles möglich zu machen. Als allererstes, Leute, möchte ich mich bei euch bedanken, vor allem bei denjenigen, die schon so lange, sage ich mal, meinen Schritten folgen und die auch mehr oder weniger alles supporten, was ich mache. Darunter teilweise auch Leute, die ich nicht mal persönlich kenne. Leute, Props an euch, wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr immer hinter mir steht. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format, diese Art von Podcast, die ich jetzt auch ins Leben rufe. Vorab, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie dauerhaft Podcasts kommen werden, sondern Podcasts waren seit Mad Anbeginn, waren von Anfang an geplant, aber jetzt auch nicht, also erwartet nicht jetzt irgendwie wöchentlich immer ein Podcast. Es wird immer Vlog, ein paar andere Sachen werden jetzt kommen und dann wird es eben ein paar Podcasts geben. Für diejenigen, die Mad noch nicht kennen, möchte ich das ganz kurz erläutern. Also Mad, wie ihr auch hier gerade seht, danke nochmal an meinen Sponsor Team Bladdy. Das sind jetzt quasi meine vorerst Probedrucke, die wir versuchen so, sage ich mal, ein bisschen an den Mann zu bringen. Hier sieht man Why So Mad Bro, also Leute, auf jeden Fall guckt euch die Kollektion an, sobald die raus ist, wird noch ein bisschen dauern. Mad ist einmal mein Name, ist Marvin Enes Dell und Motivation Athletic Dean. Wir werden später dann dazu noch mal ein bisschen kommen, weil Motivation Athletic Dean ist vielleicht noch ein bisschen nur ein Überbegriff, da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr ein, auch mit dem bezogen auf das heutige Thema. Und das heutige Thema ist raus aus der Kokain- und Spielsucht. Ein interessantes Thema. Was ich gerne vorab auch noch sagen möchte, ist, dass ich selbst jahrelang Kokain konsumiert habe und jetzt seit circa 7 Jahren, beziehungsweise mehr als 7 Jahren, bin ich komplett frei, was berauschende Mittel und Sonstiges angeht. Also mein Gast, den ich euch gleich vorstellen werde, hier findet jetzt ein Real Talk statt. Ich bin nicht irgendein Sozialarbeiter, der nichts von der Welt gesehen hat, sondern ich war selbst in dieser Welt drin, war selbst auf eine Art drogenabhängig und hatte auch meine Probleme mit Kokain, Alkoholkonsum etc. Deswegen sind wir hier auf einem Niveau auch bezogen auf das, worüber wir sprechen. Also wie gesagt, bei mir auch keine Zigaretten, kein Alkohol, kein Kokain seit über 7 Jahren. Ja? Aber um mich soll es heute nicht gehen, Leute. Ich habe einen Gast hier am Start in Marokko, in meiner Heimatstadt sozusagen, in Rabat. Das ist der Daniel. Daniel, Bro, Assalamu alaikum. Alaikum salam. Daniel ist mein Gast seit ein paar Wochen jetzt. Und als allererstes möchte ich mich bei dir bedanken, Daniel, dass du mir das Vertrauen schenkst und dass du auch allen jetzt, die zusehen, dass du den Zuschauern Einblick gibst in dein Leben bzw. was du erlebt hast. Ganz kurz nochmal vorab zu sagen, der Daniel ist mein erster Interviewpartner. Wir kennen uns, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren, haben, denke ich mal, einige Sachen in diesem Leben zusammen erlebt. Ist halt unter Freunden, findet das Ganze hier statt. Ja, wir sind keine Fremde, deswegen ist es ein bisschen mehr easy, Real Talk und dennoch sind wir beide kritisch. Ja? Ich stehe kritisch zu dem Thema. Daniel kritisiert sich selbst, ja, muss man auch ganz klar sagen. Und ganz kurz, Daniel, du hast das Bedürfnis zu sprechen, um anderen zu helfen. Das finde ich auch erstmal sehr gut. Sind auch meine Beweggründe damals gewesen. Also danke dafür und ich hoffe, dass es die Zuschauer auch wertschätzen, dass vielleicht der ein oder andere dort seine sage ich mal, seine Idee rausziehen kann, wie er vielleicht das hoffe ich auch. Aus den Problemen, die du hattest, rauskommt oder vielleicht auch der ein oder andere gar nicht erst damit anfängt. Und gehen wir direkt weiter auch zu, was wollen wir denn heute erreichen? Was wollen wir heute erreichen? Also anhand der Mad Matrix, ja, die Mad Matrix ist quasi meine Matrix Motivation Athletic Dean, wo wir jetzt gleich noch drauf eingehen werden,
Wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Wir versuchen, eine gedankliche Umorientierung hervorzurufen. Ja? Einen gewissen Teil hast du schon gemacht, mit dem Schritt hier nach Marokko zu kommen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Und um nochmal ganz kurz, Leute, Motivation, Athletic, Deen, ein bisschen vereinfachter, ein bisschen einfacher zu sagen ist, es ist Kopf, Körper und Seele. Ja, Kopf ist quasi der Motivation-Part, Athletic ist der Körperpart und Deen, für die es nicht wissen, heißt Religion, also bezogen jetzt auf Islam auch hauptsächlich, ist halt quasi die Seele. Genau. Und das, was eben im Kopf stattfindet, ganz kurz, um das anzumerken, sind solche, ja, so eine Art Sucht, die Daniel hatte, Schrägstrich hat. Ich meine, du bist ja jetzt seit circa 2-3 Wochen hier. Ungefähr. Als allererste Frage, Daniel, was hat dich denn dazu gebracht, dieser Spielsucht überhaupt zu verfallen, falls du es mal vielleicht den Zuschauern erklären kannst? Also erstmal möchte ich dir danken, dass ich hier sein darf. Ja. Danke dir. Ist auch nicht selbstverständlich, mein Bruder. Ne? Vielen Dank für die Chance. Und verursacht die Spielsucht. Ich glaube, ich habe mit 30 Jahren das erste Mal war ich in der Spielothek drin. Habe nicht gespielt, gar nichts. Immer mit Freunden zugeguckt. Ja, ich habe selber gesagt, seid ihr blöd, könnt ihr die ganze Zeit da Geld reinschmeißen. Kaffee getrunken, zugeguckt. Irgendwann hat er mir mal 2 Euro gegeben. Ich in den Automat geschmissen. Ich wusste nicht mal, was ich mache. Ich drücke irgendwelche Knöpfe. Weiß, auf einmal Ding, Ding, Ding. 200 Euro gewonnen. Ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind. Ganz kurz, das war wahrscheinlich der Punkt, um mal die Spielsucht als, ja, aus der Objektivität zu betrachten, ja, was nicht nur auf dich persönlich ist, auf dich persönlich bezogen ist, sondern das ist ja das, was den... Sorry, guck mal. Ich bin Gänsehaut, wenn ich drüber rede. 2 Euro rein, 200 Euro raus. Das ist ja genau das, was triggert und das beim ersten Mal gab es den Kick dann. Okay, alles klar, das jetzt, Jackpot. Ganz kurze Frage noch von mir, bevor du weitermachst. Mich würde interessieren, wie kommt es dazu in so einem hohen Alter? Ich meine, mit 30 Jahren bist du erwachsen und auch, weißt du, was ich meine? Also das ist eine gute Frage. Ich war ja sehr diszipliniert früher. Ich habe mein Training gemacht. Weißt du ja selber. Kennst mich doch von früher, ja. Ich habe so Sachen gar nicht gemacht. Und dann bin ich da reingerutscht, wie auch immer. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe da drinnen gesessen. Wie gesagt, nie was gemacht. Auf einmal mache ich da 2 Euro rein. Das war der Anfang vom Ende. Krass, du hast auch vorhin dann noch mal erzählt, es ging dann irgendwie noch weiter. Also du hast dann quasi das nächste Mal, du hast dann quasi... Ja, ich hab die 200 Euro natürlich genommen, gleich raus, ja. Da kommen wir auch noch mal dazu, gleich raus, das Geld gleich rausgenommen. Ich habe ja gefreut, 200 Euro, oh, super, ja. Mir ein bisschen was gekauft, ein paar Sneakers, ein Hemdchen oder so, hab noch 50 Euro. Ich sage, ich geh noch mal rein, was soll's, oder? Geh rein, 50 Euro, komm raus mit 500. Jetzt lachst du, gell? Ja. Ich lache auch, weil ich hatte auch ein ähnliches Erlebnis, als ich einmal Geld reingeschmissen habe, 20 Cent, da kamen auch 5, 6 Euro raus, aber ja, du wirst lachen, das geht vielen Leuten so, die erst mal spielen, es ist wie so ein Teufel, hört sich blöd an jetzt, die gewinnen gleich. Das ist, als ob, ich glaube auch diese Industrie bringt, hat da irgendwas am Laufen, ich weiß es nicht. Es ist, also aber für dich war ja das Gefühl dann bestimmt so, dass du gedacht hast, okay, das funktioniert, also kann ich immer mit einem minimalen Betrag, den ich genau. einen großen Betrag rausholen, richtig? Ja, willst du wissen, wie lange das gut ging? Erstmal die ersten 2 Wochen habe ich nur gewonnen, Bruder. Ja. Nur gewonnen. Und dann? Bis dann Reality. Bis Reality Checks. Von wegen 100 geholt von der Bank, 200, 300, weg, wieder Geld geholt. Das wurde von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, es wurde immer mehr. Du hattest mir letzte Woche oder so mal gesagt, das würde mich interessieren, vielleicht auch die Zuschauer, über was für einen Betrag reden wir da? Du hattest von so ca. 200.000, also 200.000 Euro gesprochen. Über was für einen Zeitraum hat sich das Ganze so ungefähr gestreckt? Also wie sagen wir mal, den Zeitraum von jetzt, also sagen wir mal von 30 bis jetzt bin ich 42. 200.000 war jetzt mal gerechnet, ich denke sogar mehr. Verstehst du? In den letzten 10 Jahren 200.000, gut, das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, es geht noch, ich habe mir sogar gedacht, dass es eine Es könnte sogar mehr sein, wenn wir jetzt nochmal das Kokain dazu rechnen würden, aber da kommen wir noch dazu. Genau, da kommen wir gleich zum Kokain, okay. Nur es ist sehr, sehr interessant und schade, dass, ich meine, für 200.000 brauche ich jetzt nicht aufzählen, was man da alles... Man braucht gar nichts mehr aufzuzählen, ich glaube auch, man muss sich schämen. Und du hast mir auch gesagt, beziehungsweise sind da auch immer ein paar Leute mit in deinem engeren Umfeld von betroffen gewesen, wie jetzt zum Beispiel deine Mutter auch.
Ja, da kommen wir auch noch später dazu. Was natürlich sehr traurig ist, ja, das ist ja die Spielsucht, die erstmal für dich extrem fatal ist. Und Leute, du bist ja nicht der Einzige, den ich kenne, ihr direktes inneres Umfeld damit so in die Negativität mit reinziehen. Ja, ich kenne auch Geschichten zum Beispiel von 4-, 5-fachen Familienvätern, die am ersten des Monats das ganze Geld von der Familie. Korrekt, ich kenne genug. Da sind zum Beispiel, ich kenne da jetzt in islamischen Kreisen und so, sind da die Frauen auch zu mir gekommen, die haben um Rat gebeten, weil es halt in der muslimischen Gemeinschaft war, die gesagt haben, ey Bruder, du musst mir helfen, mein Mann, das Gehalt, was am Anfang des Monats kommt, ist nach 1-2 Tagen weg. So traurig. Das ist schon extrem, weil jetzt kommen wir ja auch dazu, dass es nicht nur bei dir bezogen auf dich, dass es nicht nur dich runterzieht, sondern es zieht auch noch andere Leute mit runter. Ja. Das ist schon sehr krass. Ja. Wie gehst du damit um? Was hast du für eine Gedankenorientierung, wenn du so jetzt gerade auch, du bist ja hier in Marokko und möchtest ja diesen Umschwung irgendwie planen. Wenn du dich selbst jetzt an einem Spielautomaten siehst, was geht dir da durch den Kopf oder was für Gefühle reizen dich? Ich bin besessen dann. Mein Handy ist auf lautlos. Mein Sohn könnte im Krankenhaus sein. Ich würde nicht reingehen. Meine Mutter ruft an, ich gehe nicht dran. Ich bin da so lange drin, bis ich keinen Cent mehr habe. Und wenn ich keinen Cent mehr habe, besorge ich es mir. Total krank, mein Bruder. Ich schäme mich auch dafür. Aber es wird bei mir dann kein Ende. Das ist wie bei mir in meinem Training. Das ist eine Erfüllung für mich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dass du deine ich verliere die Realität. Ja. Null. Da gibt es auch keine Uhren in Casinos oder so. Verstehst du? Das haben die extra gemacht. Du siehst das ist auch alles dunkel. Die Zeit vergisst. Ja. Das ist schon krass, ja. Eine Frage noch hierzu, bevor wir auch zu der Kombination dieser beiden teuflischen Dinge kommen. Ja, einmal die Spielsucht und der Kokainkonsum. Bevor wir dazu kommen, eine Frage, was hast du dir überlegt, beziehungsweise welche Präventivmaßnahmen wirst du in Angriff nehmen, um eben dem Ganzen nicht mehr zu verfallen? Ein Punkt, den ich ja schon angemerkt hatte, auch vorher, als wir gesprochen haben, ist, dass du, sage ich mal, die Cojones hattest zu sagen, hey, ich pack meine Sachen und gehe zu Mama. Du bist ja nicht der Erste. Hier auch nochmal an alle, die mich in Marokko bisher besucht haben. Ja, es war mir auch immer eine Freude und ich habe auch einigen Menschen, denke ich mal, etwas mitgeben können, dass sie für sich persönlich etwas geändert haben. Und dein Schritt war jetzt auch erstmal zu sagen, ey, ich pack meine Sachen. Wir haben, glaube ich, das erste Mal uns vor einem Monat oder so, glaube ich, wieder gehört. Also, ey, Bro, ich muss zu dir und so. Genau. Und das ging ja dann alles ratzfatz, wie man auf Deutsch sagt. Deswegen muss ich schon dazu sagen, also mein Respekt an dich, da das ja schon der erste Schritt ist, ja, wo wir sagen können, den die meisten ja schon nicht wagen. Also ich kenne viele Leute, die wollen auch raus und gehen dann nicht. Ja. Dein erster Schritt war zu sagen, ey, ich merke, ich kacke hier ab. Ich hab's gemacht. Und du hast es gemacht. Und das erstmal, das muss ich auch an die Zuschauer sagen, jeder, der, sage ich mal, diesen Schritt angeht, ja, und wirklich in diese Richtung geht, dem gebührt auf jeden Fall Respekt, ja, also das ist, weil damit fängt ja alles an und wir kommen vielleicht auch noch später zu ein paar Sachen, aber ich sehe schon ein bisschen, dass Daniel seine Freude ein bisschen mehr rausgekommen ist durch den Abstand von Drogen und anderen berauschenden Mitteln. Wie gesagt, weil ich sehe auch, dass die Spielsucht sehe ich auch als berauschend. Ja, du bist ja da in France, hast du ja selber gesagt. Aber dennoch zu der Frage zurück, wie denkst du, kannst du dich festigen, was sind von jetzt gerade, von deinem Wissensstand jetzt oder was kannst du daran ändern? Also erstmal, dass ich hier bin. Auch mal dann danke nochmal, dass du mich aufgenommen hast. Sehr gerne. Ja. Zweite Sache ist manchmal gar nicht so einfach. Auch der Glaube jetzt für mich ist sehr wichtig. Ja. Islam. Ja. Ich tue mich langsam reinläuten, weißt du selber, wir waren ein paar Mal beten. Ja. Ich bin noch nicht in der Materie so drin. Ich habe mir auch schon vorher Gedanken gemacht darum. Das ist auch für mich jetzt ein wichtiger Standpunkt, der Glaube. Ja. Auch der Glaube an mich. Allein auch die Enttäuschung der Leute. Ich will das wieder alles gut machen. Ja, ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein harter Weg. Sehr interessanter Punkt und dazu auch kurz an die Zuschauer. Mert ist eben genau auf das gepolt, Leute. Ne? Also er hat jetzt dann halt kurz den Deen-Aspekt, also den religiösen Aspekt angesprochen, zu dem wir gleich noch kommen.
das ist eben genau diese Mad-Matrix, die ich ins Leben gerufen habe, beziehungsweise ein bisschen lebendiger machen will, ja, dass eben die einzelnen Facts nicht ohne einander funktionieren. Es bringt nichts, einen schönen Körper zu haben oder sich körperlich gut zu fühlen, aber im Kopf komplett Banane zu sein oder dann auch keine Religion zu haben. Es bringt auch nichts, super intelligent zu sein, dann ist der Körper schwabbelig und man fühlt sich eigentlich körperlich überhaupt gar nicht wohl, Religion dann auch nicht. Dann wiederum gibt es das Modell, worauf wir später noch kommen, wie ich auch eine Zeit nach dem Gefängnis war, dass ich nur auf die Religion bezogen war. Ich war sehr religiös, gut, körperlich dann auch dennoch, aber mein Mindset war so, dass ich gedacht habe, ich muss gar nicht arbeiten oder kümmere mich nur um die Religion, weil der Religion dieser Hauptpfeiler ist meiner Glückseligkeit, aber das funktioniert halt eben nicht so. Es müssen halt eben genau diese 3 Punkte, meiner Meinung nach, das sind meine Punkte, die ich zusammengemischt habe, die müssen funktionieren. Genau, ganz kurz noch, Daniel, bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen, deine Mutter hat sehr darunter gelitten, was jetzt die Spielsucht angeht. Wir kommen jetzt gleich noch dazu, dass halt auch das Kokain dort in der Kombination eine große Rolle gespielt hat, aber ich möchte gerne wissen von dir halt auch, ne, Digga, du bist jetzt 42 Jahre alt, so wann willst du aufhören, deine Mutter zu enttäuschen? Verstehst du? Genau jetzt. Genau, inshallah jetzt. Für mich ist so, wenn meine Mutter das auch sieht, ja, also vielleicht lebe ich für meine Mutter nicht den besten Lifestyle, den sie sich für sich vorstellt, ja, aber ich denke, ich kann hier auch offen und ehrlich sagen, dass ich meine Mutter die letzten Jahre nicht mehr enttäuscht habe, vor allem seit meiner Haftentlassung, und ich habe eben das sicherstellen wollen, dass ich mit meinen Handlungen nicht andere dort, sage ich mal, damit schade, weißt du? Hast du recht. Deshalb, weißt du, du bist 42 Jahre alt, Daniel, wann willst du da raus? Du hast ja gesagt, jetzt inshallah. Jetzt. Und ich hoffe, dass wir halt mit diesem Thema und vor allem dieser Kombination vielleicht zu dem Punkt kommen. Und nochmal Leute, tut mir leid, dass ich das manchmal wiederhole, aber dass sich vielleicht der ein oder andere wiedererkennt und sagt, fuck, ey, ich bin genauso wie der Daniel. Cooler Typ, Daniel, ich kenne Dan seit über 20 Jahren. Persönlich, ich kann nichts Negatives über ihn sagen, aber er lebt in seinem Körper und nicht ich als Kumpel oder als Freund. Und jeder ist halt für sich selbst verantwortlich und für sein inneres Umfeld vor allem. Ne? Und dazu gehört nun mal primär die Familie und die engen Freunde. Wir kommen ganz schnell zu dem Körperpart, eben gerade angesprochen. Mindset, wir hatten jetzt den Kopf, wir gehen jetzt direkt rüber auf den Körper, ja, Athletic. Ein Problem von dir war die Kombination von Kokain und Glücksspiel. Wie wo kam diese Kombination her? Also was hat was mit sich gebracht? Oder jetzt, schon wieder kriege ich Gänsehaut. Wenn du mir Kokain sagst, ja. Teufel, es hat angefangen, mit einem Freund von mir, muss ich jetzt keinen Namen nennen, haben wir aber mit einer Nase angefangen. Dann mal 2 Nasen. Dann auf einmal kam ich mal auf die Idee, probier es doch mal beim Zocken. Größte Fehler meines Lebens. Größte Fehler meines Lebens. Ich konnte dann nur noch zocken mit Kokain. Also bist du sauber in die Spielhallen gegangen? Ja, die ersten paar Monate nur. Okay, wie lange ungefähr? Vielleicht 5 Monate, vielleicht. 5 Monate. Ich weiß nicht schlimm. Trinken habe ich noch nie ein Problem gehabt. Ja, ich sogar zum Glück. Aber diese Droge hat mich gleich gezogen. Wenn du sagst jetzt also ungefähr 5 Monate, okay, und dann kam der Kokainkonsum dort noch mit rein. Was hast du da für eine Veränderung gemerkt auf einmal? Also der Kick, weil Kokain, wir kennen ja den Rausch, aber in dieser Kombination, was passiert da? Der Kick in dieser Kombination, wenn ich jetzt überlege, dass ich das 11 Jahre mache, seit 2 Jahren intensiv, fast jeden Tag, 1-2 Gramm, du weißt, was kostet, weißt du ja auch. Ja, und allein der Kick, die ist alles egal. Ich ziehe 2 Nasen im Casino, ist mir egal. Wenn ich 2000 einstecken habe, ist mir egal, was ich einstecken habe. Ich zock's weg, ich klau Geld, ich nehme Geld von meinen Eltern. Ich lüge meine Kumpels an, hey Bruder, ich brauche Geld. Ja, ey, ich weiß, mein Sohn du lügst die Leute an, permanent, deine eigene Familie, du lügst jeden an, deinen besten Freund. Erstmal glauben sie es dir.
Ja, weil du kannst auch gut Geschichten erzählen. Ein Spieler kann gut Geschichten erzählen. Ja? Mir glaubt jeder was. Aber irgendwann fällt das Kartenhaus zusammen. Das mit dem Lügen ist sehr interessant, weil den ersten, den du eigentlich jedes Mal belügst, Ist mich selber. ganz genau. Und das ist halt das Krasse, das ist dieses Ekelhafte an dieser Droge, dass du ja erstmal deine Lügen selbst inhalierst. Also du machst dir alles so schön, dass du es dann auch umso schöner wiedergeben. Und du wirst immer besser, du wirst Ja. immer besser. Ich war ein Profi. Hättest du mich damals, weißt du, bist ja weg, so eine lange Zeit, ich hätte dich auch erstmal umwickelt, das ist vielleicht ein bisschen, aber jetzt irgendwann jetzt es gepeilt. Das ist sehr traurig. Sehr traurig. Ja, extrem wirklich. Also, Vor allem das Klauen. Du klaust deine Mutter. da kommen wir dann auch noch zu Sidefacts. Weißt du, das ist krass. Mich interessiert jetzt auch mal vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer. Ne? Du sagst, du hast nie getrunken dabei. Das ist für mich, ich möchte es kurz aus meiner Sicht erklären und da wird vielleicht der ein oder andere, der Probleme mit dieser Droge hatte, wird das auch verstehen. Also für mich war der Kokainkonsum bindend mit Alkohol. Ja, bei vielen, bei fast allen, Ja. 90%. Keiner hat mir das geglaubt, Bruder. Keiner. Und deswegen ist es für mich so, es ist so absurd, zugekokst, in die Spielhalle zu Ja, gehen Mann. und dort dann, keine Ahnung, wie viele Stunden warst du zum Beispiel? Oder mein längstes war 2 Tage. 2 Tage am Stück. 2 Tage am Nichts Stück. gegessen zwischen Ich esse gar nichts, ich ziehe nur. 2 Tage, 4 Gramm geholt. Ja, 5.000 in die Tasche, 5.000 weg. Dann kommst du, hast du kein Geld mehr, keine Zigaretten mehr. Ich habe tagelang in Autos geschlafen, Bruder. Weil meine Frau zu Hause war, ich wollte nicht nach Hause gehen. Was hast du getrunken dann, wenn du sagst, du hast nichts getrunken? Also Oh, ich trinke Cola, Pepsi, Kaffee, kippen. dann hast du, genau, dann trinkst du ja wahrscheinlich da deine 17... Kaffee ist was auch immer, obwohl ich gar keinen Kaffee bräuchte, nachdem ich so viel Nasen gemacht habe. Ja. Aber das ist ja eigentlich gar nicht witzig, ne? Aber es ist scheiße halt. Es ist krass, wirklich. Ich Es sag, ist weil krank. es ist so absurd, wie du ja selber auch weißt, und wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen, und es wird auch jeder der Zuschauer wissen, dass diese typische Kombination ist eben Kokain und Alkohol, ja, und dann, dass du nicht Alkohol trinkst, das ist halt schon krass. Das lässt mich eskalieren. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin einer der krankesten Leute überhaupt. Ich habe auch von meinem Chef zum Beispiel das Auto verkauft, um zocken zu gehen, ja, weil ich alles verloren habe. Ich habe wirklich so viele Sachen getan, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Leute, ehrlich, nehmt euch mal ein Beispiel und macht das nicht. Das tut euer Leben ruinieren, jeden sein Leben. Das ist echt. Noch eine weitere Frage, und zwar, was hat dir den Kick gegeben? Ich habe das hier mal so formuliert, also du weißt, du gehst ja jedes Mal in die Spielhalle, irgendwo vorher muss es ja noch ein bisschen klar sein, du läufst rein, für mich sind diese Spielhöllen irgendwie schon von außen irgendwie ein bisschen... Unheimlich, also, ne? Genau, also wenn du rein, hast du nicht mit dir diesen inneren Konflikt, dass du sagst, ey, nee, komm, ich gehe wieder heim, lass das, weil wenn ich hier wieder reingehe, komme ich nicht mehr raus. Ich kann auch alleine zocken, habe ich kein Problem mit, aber ich habe auch manchmal einen guten Freund dabei gehabt. Einen sehr guten Freund. Wir haben viel Scheiße zusammengebaut. Ich habe auch viel damit zu tun gehabt. Wir haben sehr viel Geld verbraucht und da hast du kein schlechtes Gewissen. Die gehen nach Hause zu mir, machen erstmal eine Nase. Sofort, wenn wir eine Nase gemacht haben, ist auch keiner, lass uns zocken gehen. Die Konsequenzen gibt es bei uns nicht, Bruder. Das Geld ist mir scheißegal. Ja, aber dann, wenn du nüchtern bist, wenn ich wieder runterkomme zu Hause, ich habe Depressionen, ich schließe mich 3-4 Tage zu Hause ein. Ja? Ja. Ich finde das halt krass, deswegen von mir auch die Frage dass es bei dir in so einem hohen Alter angefangen hat, weil als Jugendlicher kann man vielleicht noch sagen, okay, dieses Bewusstsein der Konsequenzen, die auf einen zukommen können, die sind noch nicht so klar, aber du bist ja ein erwachsener Mann, verstehst du? Das ist halt krass, ne? Da sieht man Leute, wie heftig diese Droge einen erwachsenen Mann einnehmen kann. Sehr heftig, mein Freund. Wirklich sehr heftig. Wir gehen gleich rüber auf einen weiteren Part, aber ich möchte hier nochmal etwas Wichtiges anmerken, beziehungsweise eine Frage noch stellen auf den Bodypart, und das ist, welche körperliche Auswirkungen negativ logischerweise hast du bemerkt? Das will ich wissen. Fangen wir mal an, das Spielsucht ist ein langsamer Verfall, deswegen kannst du es auch so lang verheimlichen. Wenn ich ein Alkoholiker wäre, würdest du das merken. Wenn ich ziehe, das merkst du erstmal nicht. Ja? Der körperliche Verfall ist auch langsam. Aber von Jahr zu Jahr merken die Leute, der Daniel ist anders. Zähne, alle im Arsch. Vom Koks, deine Zähne gehen kaputt. Mein Körperverfall kommt langsam. Du hast meinen Körper gesehen. Was erzählt, kannst du ja mal sagen. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz die Bilder von Daniel einblenden, denn Daniel hatte den Wunsch, und ich finde das eine sehr gute Sache,
Also er wollte Bilder von sich machen, von seiner Körperform, als er hier angekommen ist. Das war jetzt, wie gesagt, 2-3 Wochen her, müssen wir nochmal genau das Datum checken. Ja. Je nachdem, wann das YouTube-Video jetzt rauskommt, werde ich es dann noch dazu schreiben, an welchem Datum. Die Bilder da, also ich finde jetzt schon, dass sich deine Körperform ein bisschen verändert hat. Hat sich. Finde ich, wir haben uns ja direkt angemeldet, ich habe die direkt im Gym abgeklärt. Wir sind direkt Sportnahrungsmittel kaufen gegangen. Also ich finde, das sieht schon anders aus. Finde ich auch. Seht ihr vielleicht als Zuschauer genauso, wenn wir dann vor allem später dann die Bilder posten. Also damit ihr wisst, also ich kenne Daniel der war jahrelang der Vorzeigeathlet. Ja? Vor allem in meinem jungen Alter sind ja knapp, Hat schon gute Zeiten. sind ja ein paar Jahre zwischen uns. Und das ist dann schon krass, wenn man so jemanden sieht, der quasi der Adonis war und der Körper ist so verfallen. Wie gesagt, wir reden hier nicht von dem Alterungsprozess, wo man sagt, okay, der Daniel ist jetzt 70, sondern wir reden davon, dass er sich eigentlich, also du hast dich ja selber... Bruder, jetzt, was hast du gesagt, wo du mich das erste Mal gesehen hast, wo du Bilder gemacht hast? Sag doch, Walross, hä? Weißt du was, früher habe ich mit ihm, weißt du, was haben wir bei der Bankdrücken haben wir gemacht? Ja, ich habe die Hanteln auf den Jungs liegen lassen und so. Ja, dann sieht er mich, sagt der Walross. Sag ich, jetzt kannst du deine Rache nehmen. Was ich euch. Warte, wir haben schon. Daniel ist einer auf jeden Fall meiner Idole gewesen damals, als wir 14, 15 waren. Krass, ja, und so Zeit, trainiert haben und ja, der hat uns natürlich immer verarscht. Ne? Hat immer gesagt, hier, ich will jetzt die Wörter nicht alle so wiederholen, wie er sie damals wiedergegeben hat, aber halt die Motivation, die auch Mad, sage ich mal, verkörpern soll, ja, und zwar nichts mit toll, wie du das machst, sondern er hat uns gesagt, dass wir kleine Lappen sind. Und somit hast du dich auch. Und das hat natürlich, also einige Wörter von Daniel damals, die haben mich extrem motiviert, ja, weil ich habe mir gedacht, Lappen, okay. Jetzt zeige ich dir Lappen, ne? Warte mal, und vielleicht haben wir das jetzt gerade umgedreht. So sieht's aus. Und als er kam, hat sich Walross gesagt hat, ich muss lachen, das war Feierabend, das war. Aber die Wahrheit tut weh. Die Wahrheit, wenn man sie erkennt, nur dann kann man auch etwas wirklich. Was hätten andere gesagt? Was hätten andere vielleicht gesagt? Bro, ist nicht so schlimm. Ist okay, bis jetzt 42, ja. Genau. Nee, Digga, so sieht's aus. Ehrlich, ganz easy kannst du an deine, vielleicht nicht an deine Figur von Early 20s rankommen, aber definitiv ist da noch einiges wieder umzubauen. Lasst euch überraschen. Leute, ganz kurz, wie gesagt, inshallah im nächsten Interview dann auch mit Daniel, es wird dann ein paar Wochen sein, da werden dann natürlich auch die aktuellen Bilder kommen, wenn Daniel auf jeden Fall unter Beweis stellt, dass er jetzt noch dann weiter Gas gibt. Aber ansonsten so, genau hier noch als letzter Punkt, spürst du selber eine körperliche Veränderung schon jetzt, seitdem du hier bist in Marokko? Also auf jeden Fall, du kriegst ja selber mit, wir haben die Ernährung ein bisschen umgestellt. Ich gehe vom Zucker fast ganz weg, ab und zu mal weiß ich erstmal Cheat Day oder so. Training fast jeden Tag. Ich gehe mal von aus, bestimmt mal so 10-15% ein bisschen runter wieder mit dem Bauch. Ja. Ich denke mal, bis die nächsten 2 Wochen noch werden wir schon einen Fortschritt machen. Ich bleibe am Ball. Ich beobachte das. Ich versuche das, ich bleibe am Ball, genau. So ist das weiß ich, das weiß ich. Wissen wir nicht, ob der nächste Podcast in Marokko stattfindet wird oder dann vielleicht auch in Deutschland. Ich werde in nächster Zeit wieder in Deutschland sein, Leute, um da auch weiter Content zu produzieren. Das werdet ihr dann auch sehen. Wir kommen zum Deen-Part. Leute, nochmal kurz. Deen ist der Part für die Seele. Wir hatten jetzt Körper, Kopf, bei Kopf angefangen, Kopf, Körper und jetzt kommt die Seele. Kurz auch nochmal dazu, wir sprechen ja viel darüber, Daniel, und vielleicht, du merkst ja, wie ich das beherzige, mein Projekt Mad, und vielleicht merkst du auch immer mehr, warum das eine bindend für das andere ist. Ja, weil auch wenn du jetzt von der Spielsucht weg wärst, komplett, und deine Körperform wieder erlangt hast, dich körperlich wieder fit fühlst, prinzipiell fehlt ja diese Spiritualität, die Seele, die Nahrung braucht. Wir im Islam, wie gesagt, wir wollen es jetzt gar nicht, Leute, ganz kurz, jeder, der mich kennt, ich bin praktizierender Muslim, aber ich möchte das gar nicht auf nur den Islam framen. Es geht hier um die Spiritualität, um die Religiosität, okay? Das heißt, dass du sage ich mal, deiner Seele eine Nahrung gibst, okay? Ob das jetzt dann im Christentum jeden Sonntag die Kirche ist, ob das dann wie im Islam haben wir eben nur mal das 5-malige Gebet und andere Sachen. Also das ist der Punkt, den die Seele anbelangt. Und vielleicht
bei uns schrägstrich, weil wir Muslime sind, wird es der Islamic Part sein. Ich werde auch natürlich Andersgläubige auch interviewen, inshallah in Zukunft. Frage 1, wie bist du denn zum Islam gekommen? Weil ganz ehrlich, Leute, wir hatten einige Jahre auch keinen Kontakt und ich habe wirklich diese Frage mir bis heute aufgehoben. Ich habe den Daniel noch nicht gefragt. Ich weiß es gar nicht, wie das dazu kam. Vielleicht kannst du jetzt mal einfach kurz schildern, was waren die Gründe damals? Also fangen wir mal jetzt an, wo du gerade gesagt hast, ich habe mich so oft aufgebaut wieder. Ich war 3 Monate clean, trainiert, wie du sagst, mit dem Kopf, trainiert, habe gedacht, oh, ich bin stabil. Ja, mein Körper war stabil, aber hier oben war die Freiheit nicht und hier war auch keine Freiheit. Was habe ich gedacht? Oh, ich bin stabil, ich kann mal eine Nase machen. Hattest du Direkt gedacht, so, wieder. ich habe das alles unter Genau, Kontrolle? aber das war ja nicht das Problem. Das Problem ist ja mein Inneres und mein Kopf, meine Probleme, weißt du, mein Glaube. Das hat alles, aber habe ich alles nicht verstanden. Ich habe mich immer wieder aufgebaut und dann denke ich, ja, eine geht noch. So hat es nicht funktioniert. So bin ich zum Islam gekommen. Mich hat auch keiner dazu gebracht oder so. Ich habe mich selber schlau gemacht. Aber du weißt selber, fehlen viele Sachen bei mir. Ja, aber ich bin lernbereit, ja. Und ist für mich sehr interessant. Ja, die Aufsetzung, viele Sachen wie kein Alkohol, ja. Es gibt gute Sachen im Islam, ja. Aber Daniel, der springende Punkt, also du hast gesagt, du bist dann mit einmaligem Konsum kurz wieder rückfällig geworden und dann dich wahrscheinlich, hast du dich nicht mehr kontrollieren können. Was war der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich spreche das islamische Glaubensbekenntnis, die sogenannte Shahada oder weißt du was, wo? Weil ich habe das Gefühl, dass ich das machen muss und dass es mein Leben verändern wird. Ja? Und es wird auch mein Leben verändern. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht perfekt, das weißt du ja selber. Nein, aber wo war der Punkt vor 4 Jahren? Vor 4 Jahren, da gab es vor 4 Jahren. Da war ich schon, ja, ich bin ja konvertiert und alles, aber ich habe das alles nicht richtig ernst gemacht. Ich habe meine Sachen gemacht, wie viele Muslime auch in Hanau und so, sorry, dass ich das sage, ja. Ich habe mir meine Sachen gesucht, das ist gut, das ist schlecht, ich kann doch machen so, ich kann machen so. Hauptsache gehe ich 3-mal beten, wenn ich scheiße, ja, ich habe es nicht ernst genommen, ganz einfach jetzt. Und jetzt bin ich auf einer anderen Seite, ja. Aber der Punkt, das interessiert mich für die Zuschauer, Daniel. Wo war der Punkt, wo hast du den Islam angenommen? Welche Person ist reingekommen? Wo hast du die Shahada gesprochen? Wo habe ich die Shahada gesprochen? Das war in der Moschee, ein Freund von mir, ja. Der hat mich dazu gebracht. In Hanau? In Hanau war das, ja. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, die Moschee hinten beim, da sag ich schon, da wo die Dönerläden sind und so. Stadtmitte hinten. Kleine Moschee war das. Ja, genau. Weißt du, da. Ja. Da war ich gewesen mit einem guten Freund von mir. Er ist auch Muslime, ja. Und ja, da habe ich das erstmal die Shahada gemacht, wie du gesagt hast. Aber wie gesagt, da war das alles noch nicht so fortgeschritten, ja. Ich habe mein Ding schon gemacht, kein Schweinefleisch, nichts gegessen, ja. Aber ich habe es noch nicht so ernst genommen einfach. Das Schweinefleisch muss ich, ist jetzt mal ein Beispiel, sagen, weil die mich kennen, die wissen, dass ich sowas sehr kritisiere. Für mich ist kein Schweinefleisch essen keine super tolle Abhandlung. Natürlich nicht. Weil also kein Schweinefleisch zu essen ist eine Unterlassung bzw. ein Unterlassen einer Sünde. Nicht falsch verstehen. Nein, ich will damit sagen, dass leider in Deutschland, vor allem wahrscheinlich in ganz Europa, ja, wir sind halt in Deutschland groß geworden, hat sich so etwas entwickelt, dass man also die Leute, die abseits von jener Religion leben, ja, die sich selbst als Muslim bezeichnen, aber ich sage abseits von jener Religion, weil es mit gar keine Religion zu tun hat, aber dann sind sie stolz zu sagen, dass wenn sie beim Hans Meyer auf der Grillfeier sind, sagen sie, nee, ich will hier auf meiner Alufolie, will ich meine Halal Beefies haben. Verstehst du? Ich will damit nur sagen, dass, weil ich betrachte sowas sehr kritisch und jetzt ist hier gerade der Punkt, weil wir gerade bei dem Dien-Part sind und ich hoffe, dass es auch meine andersgläubigen Zuschauer auch mir hoch anrechnen und alle, die mich kennen, wissen dass ich meine eigenen Leute auch kritisiere. Ich kritisiere Muslime, ich kritisiere meine eigenen Glaubensleute für genau solche Sachen, weil der Murat, der nur kein Schwein isst, aber alles andere macht, ist leider in Deutschland das Vorbild für den Matthias. Der gerade konvertieren will oder was auch immer, ne? Nicht nur das, nein, der Matthias, der irgendwelche Nachrichten sieht und sieht, dass die Muslime alle Terroristen sind und sowieso alles schlecht und dann der lacht und denkt, ja, der Murat bei mir auf der Arbeit, das Einzige, was er eigentlich macht, ist auch nur kein Schweinefleisch essen.
und ansonsten hat er nichts mit der Religion. Also wir sind leider in Deutschland, in Europa, sind wir kein gutes Beispiel für die Andersgläubigen. Hast du recht. Verstehst du? Und ich muss auch immer einen bekannten Sheikh rezitieren aus Amerika, der sagt, hätte ich nicht den Islam selbst studiert, mit meinem Akel, mit meinem Verstand und hätte auf die Muslime geachtet, dann wäre ich niemals Muslim geworden. Und für mich ist das genauso. Hätte ich nicht die Zeit im Gefängnis gehabt und hätte mir wirklich die Zeit genommen, in die tiefste Ebene der Religion reinzukommen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nie verstanden, dass ich auf die da draußen nicht gucken brauche. Aber wir sind leider, der Mensch ist schwach. Wir sehen eine Menge, die Majorität der Muslime, die trinken jetzt alle Bier. Also darf ich es ja auch. Und das ist genau deine Frage, was ich sage. Ich habe den Glauben nicht richtig ernst genommen. Ich habe ja auch mit Muslimen auch kurz gespielt dann, trotz dieser Herde und alles. Weißt du, was ich meine? Ich habe den Glauben einfach nicht ernst genommen. Ja, und ich erinnere mich an damals. Es ist wirklich wichtig, dass du sagst, weil ich hatte auch, als ich in jungen Jahren konvertiert bin und dann haben trotzdem alle noch mit mir gekifft, alle geguckt. Man fühlt sich irgendwie, sorry, dass ich so sagen muss, aber es fühlt sich an, als wäre es richtig. Ja, bestätigt, wenn der ist doch Muslim. das auch macht, ja. Aber, genau. Was auch leider von Shaitan ist, ne, ist ganz klar. So sieht's aus. Kurz zu einer anderen Frage. Wie fühlt es sich für dich hier an? Vielleicht kannst du es meinen Zuschauern mitgeben, weil ich habe ja sehr, sehr viele Interaktionen von Muslimen, auch ein paar Andersgläubige, die alle auch nach Marokko oder in islamische Länder auswandern wollen. Was kannst du denen mitgeben? Wie ist es für dich hier, den Gebetsruf mehrmals am Tag zu hören? In der Moschee haben wir jetzt ein paar Tage auch hintereinander zusammen gebetet. Das Gemeinschaftsgebet, das Feeling. Wie fühlt es sich an? Das ist ein ganz anderes Feeling, kannst du gar nicht mit Hanau Freiheitsplatz vergleichen. Ja, nein, das ist schön. Gebetsruf, dann waren wir das erste Mal vor 2,5 Wochen. Ja. Bin ich auch erstmal nervös gewesen natürlich, aber dann war ich erstmal da. Also ganz anderes Gefühl. Ich war hier noch nie in einer Moschee gewesen. Das habe ich dir erzählt, hast du auch gesagt, Schande. War halt so, Bruder. Muss ich auch bitte hier an dieser Stelle ankündigen. Also Leute, ich will hier auch nicht von meinen guten Taten reden, aber ich habe bestimmt jetzt schon mindestens 150 Muslimen das Gebet beigebracht. Ich verstehe nicht, wie in seinem inneren Umfeld Muslime sein können, die auch Freunde sind und man möchte von denen zum Beispiel, oftmals ist es so, dass man das Praktizieren von denen hervorrufen möchte, also jetzt zum Beispiel in einem engen Freundeskreis oder als Ehepaar oder sonst was, dann möchte ich zum Beispiel vom Daniel, dass er gerne halt sich dem Islam nähert, aber irgendwie ist er nach Jahren, kommt er hier zu mir nach Marokko und geht mit mir zum ersten Mal in einem Alter von 42 Jahren zum ersten Mal in die Moschee. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, Leute, liebe Muslime, wollt ihr einfach nur verbal die Veränderung aussprechen oder einen Wunsch aussprechen für jemanden, oder wollen wir vielleicht mal anfangen, so wie es unsere Religion uns eben lehrt, dass wir füreinander da sind und auch füreinander für das Gute eingestehen, ja, und das Gute füreinander wollen. Das heißt, ich habe schon Teile jetzt dem Daniel nahegebracht. Ich hatte leider auch private Probleme hier, beziehungsweise geschäftliche, berufliche Probleme hier. Deswegen noch nicht die Zeit, mich komplett ihm sage ich mal, hinzugeben in der Art. Aber der wird auf jeden Fall nicht hier aus Marokko rausgehen, ohne dass das Gebet selbstständig beten kann. Und da stellt sich mir die Frage, warum muss jemand auf einen anderen, ein konvertierter Muslim, auf einen anderen Kontinent reisen, um das Gebet zu erlernen, während in dem Umfeld, in dem er lebt, eigentlich den ganzen Tag Leute danach schreien, dass er sich religiös umorientiert und anfängt zu beten und sich den Islam-Riten zu nähern. Das ist für mich halt schon sehr traurig. Wir hatten ja vorher darüber geredet, Daniel, vielleicht kannst du es einfach nur so hinnehmen oder bestätigen. Es ist halt schon sehr traurig. Also wenn du jetzt ein Rezept für mich hast, dass ich mich in einer gewissen Sache positiv schleunigst verändern kann, dann wäre ich sauer und traurig, wenn du es mir vorenthalten willst. Deswegen verstehe ich nicht, wie so viele haben den Islam, leben in islamischen Familien, sagen dann, ja, ich bin sauer auf meinen Vater, weil der geht immer in die Spilo, betet nicht mal. Alle aus der ganzen Familie praktizieren, Mutter trägt Hijab, das alles das. Ja, aber dann Leute, dann versucht doch mal mit Hikmah, mit Weisheit dafür zu arbeiten. Versucht doch mal irgendwas zu machen, dass sich die Person XY im Familienhaushalt ändert. Und das finde ich halt sehr schade, und da muss man auch immer wieder selbst sagen, so wie
Gott in seinem letzten Buch offenbart hat, er wird den Zustand eines Volkes nicht verändern, bevor sie nicht angefangen haben, das zu verändern, was in ihnen selbst ist. Und das ist genau ganz das. Klar, weil ich kann nicht von meiner Ehepartnerin mir wünschen, dass sie die praktizierendste Muslimin wird, wenn ich selber eine glatte Null bin. Und das soll jetzt hier auf niemanden gerade personell bezogen sein, aber man sollte sich selber halt wirklich die Frage stellen, was tue ich dafür, um diesem Bruder, dieser Schwester auch zu helfen. Ja? Hier noch ein Punkt vom Abschluss, und zwar ganz easy, wie fühlst du dich im Generellen, wie fühlst du dich im Allgemeinen, was kannst du so nach dieser, du hast ja eine Reise hierher gehabt, die war sehr, die Reise war sehr problematisch mit ein paar Hindernissen, und jetzt bist du hier, das Wetter ist anders, wie ihr alle sehen könnt, wir schwitzen, es ist heiß hier drin, Marokko ist ein anderes Klima, die Menschen sind komplett anders, du hast schon ein paar Mal gemerkt, wir regen uns halt auch ich rege mich nach Marokko hier auch noch teilweise über die Art der Menschen hier auf, ist aber so, was kannst du so im Großen und Ganzen, was kannst du als Feedback geben, so, wie fühlst du dich, du bist jetzt so ein bisschen angekommen, ja? Also so wie ich mir das vorgestellt habe, ist es passiert. Ich wollte in ein Land gehen, wo ich nicht diese Sünden habe, diese Spielautomaten, Alkohol. Ich kann hier abschalten, das Meer, wie oft haben wir Meer, haben wir ein bisschen, weißt du, Bereicherung, so wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich gibt es ja auch Plus-Minus-Sachen, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber im Allgemeinen, schönes Land. Also wer mal irgendwo Probleme hat, würde ich dir raten, hierher zu gehen. Hier abschalten, zum Abschalten, seine Probleme sich wiederfinden. Ja? Zu mir, aber zukünftig werde ich dafür Gelder einnehmen. Ja, das solltest du vielleicht machen. Nein, aber das ist die Wahrheit. Leute, manchmal muss man weggehen. Ja? Das ist das. Auch wenn es keiner akzeptiert hat. Bei mir, meine Hälfte der Familie hat es nicht akzeptiert. Muss auch keiner akzeptieren. Das muss nur, es geht um mich. Hört sich blöd an, aber. Weil hilft dir selbst, ne? Also wenn du weißt, also wenn ich weiß, eine bestimmte Sache bringt mich zu meinem Ziel, dann gehe ich diesen Weg. Und du weißt ja, wer mich unterstützt. Meine Mutter hat mich immer unterstützt. Ja. Die war die Einzige bei der Hälfte so. Also viele Leute haben gesagt, warum machst du das, wieso? Das sind genau die Leute, die nicht weiterkommen. Die bleiben in den Ähren sich stecken. Ich hab schon, weiß. Ja. Bei deiner Mutter sind wir da bei einem schönen Punkt. Da würde ich auch gerne gerade zum Abschluss kommen. Wir reden jetzt schon ein bisschen länger. Was ich dir auch sehr hoch anrechne, Daniel, ist, und ich möchte jetzt die Chance geben, du möchtest dich ja bei ein paar Leuten entschuldigen, aufrichtig. Das finde ich einmal eine sehr gute Geste. Ich würde dir gerne dafür jetzt einfach ein bisschen die Zeit geben, dass du dich vielleicht kurz fasst. Natürlich. Auch für deine Mutter. Ich sehe deine Mutter da sehr stark im Vordergrund. Vielleicht kannst du da der einen oder anderen Person vielleicht ein bisschen was sagen in die Kamera. Also erste Zeit ist erstmal meine Mutter. Es tut mir sehr leid, was alles passiert ist. Ich weiß, du hast viel durchgemacht, viel durchgestanden mit mir. Andere Mütter hätten ihre Kinder wahrscheinlich schon abgeschoben. Das werde ich nie vergessen. Ich werde versuchen, alles gut zu machen. Wie gesagt, tut mir sehr leid, Mama. An meinen Sohn Abdulrahim. Hab dich auch. Ja. An meine Brüder, tut mir leid. Es ist halt passiert. Weißt du, Bro, ich kann dir nur sagen, um dir etwas Positives jetzt direkt zu geben, um meine Energie dir zu geben, ist, es ist nie zu spät, verstehst du? Es ist nie zu spät, und ich finde diesen Weg, den du bestritten hast, und ich sehe, wie energisch du bist, das kann ich auch an deine Mutter wiedergeben. Ich sehe, wie du in diesem Alter noch diesen Mumm hast und sagst, ich gehe diesen Weg, und dass du auch an dich glaubst und du auch daran glaubst, dass du diese Menschen, die du enttäuscht hast, auch wieder glücklich machen kannst. Und sorry nochmal, meine Frau auch. Ich habe ihr auch viel Leid getan. Wollte mich auch nochmal entschuldigen. Ja, hab ich vergessen. Ich finde, das ist ein starker Zug von dir, Daniel, muss ich dir echt sagen. Also, das auch, da braucht man sich auch nicht schämen dafür. Wir sind alles Männer, und manchmal kommt hoch, weißt du, das ist. Nee, ich kann das. Da wird auch noch mehr sitzen. Also, ja, auf jeden Fall. Jeder hat halt seine Battles zu tragen. Bei mir ist leider, ich würde mir wünschen, dass ich in so einer Art Abschlussgespräch stecken würde, weil es für dich, ich weiß, wie wichtig es für dich ist, ich weiß, was für eine emotionale Bindung du zum Ganzen hast, und wie sehr du, wie ich jetzt eben gerade gesagt habe, wie sehr du das ändern möchtest schon so. Also ich bin ja jemand, den man nicht verarschen kann, und ich weiß, wann jemand labert
okay? Und ich weiß auch, wann jemand kommt und sagt, ey Bro, ich muss was ändern. Und das sehe ich bei dir, was ich bei sehr, sehr vielen anderen nicht sehe. Wo du sagst, ey Bro, ich muss was verändern. Nicht nur ich selber, sondern so viele andere leiden und haben darunter gelitten, ja? Und ich möchte das ändern. Für mich wirklich, Bro, Respekt, muss ich dir sagen. Danke. Und ich hoffe, dass wir da auch dann jetzt in den nächsten Interviews, Leute, auch an euch da draußen, ja, habt den Mut, auch darüber zu sprechen, ja, geht mit euch selbst, geht mit euch ins Gericht, ja, das ist das, was der Daniel Anders macht. geht's nicht. Ja, anders geht's Ich hab's immer in mich reingefressen, Bruder, und dann wird immer schlimmer. Aber das ist das, was der Daniel mit sich macht. Er geht mit sich selbst ins Gericht. Er gibt niemanden anderen die Schuld, muss man dir auch sagen, Daniel. Er spricht dir auch hoch an. Weil viele Leute sagen immer, der. Nein, Daniel, er gibt sich selbst die Schuld. Er weiß, dass er für wahrscheinlich 99% der ganzen Sachen verantwortlich ist. Ja, Viele sagen natürlich. Nein, natürlich. Und wirklich Respekt, ich kann dazu nur sagen, Respekt. Und ich hoffe, dass auch die nächsten Videos, also wir werden inshallah so früh es geht Teil 2 machen, vor allem auch was mit deiner körperlichen Veränderung, die sind wir jeden Tag am Auf jeden Fall. Das wird noch interessant. Auch morgen hier zu einem anderen Punkt, Daniel, den habe ich jetzt extra, habe ich auch vorher den Daniel gefragt, ob ich das ansprechen darf. Ich bin immer ein bisschen, sage ich mal, mad mit dir, dass du immer die ganze Zeit rauchst und du weißt, ich bin Anti-Raucher und vor allem beim Essen, dann steckst du einen Kippe im Mund und mach die Kippe weg. Nicht nur ich jetzt, das hat nichts unbedingt mit zu tun, vielleicht war ich noch ein kleiner Punkt, aber du wolltest auch schon länger aufhören zu rauchen, weil du halt merkst, wie schlecht es für die Gesundheit ist und auch über die Jahre. Heute ist Sonntag, Leute. Du möchtest ab morgen aufhören. Inshallah. Steht es noch? Das steht noch, mein Freund. Also Leute. 12 Uhr nachts, Deadline. Heute ist Sonntag, der 23. Juli. Morgen Montag, der 24. Juli. Schauen wir mal, ob das alles so geklappt hat. Ja, ich denke mal, du wirst da schon gucken. Weißt du, zumindest auf jeden Fall. Ansonsten, Leute, auch vielleicht von mir noch ganz kurz zum Abschluss, bevor ich nochmal das Wort kurz an Daniel gebe. Ich persönlich wünsche jedem, der das Video sieht oder generell, der diese starke, unangenehme Problematik hat, ja, von diesem teuflischen Zeug, wie auch sogar Daniel fast sagt, besessen zu sein, ja, Sucht und Besessenheit ist ist krass, ne? Also du kannst kannst du ein Suchtempfinden dafür haben oder irgendwas anderes, was dich wirklich dazu treibt, innerlich dieses Schlechte zu tun. Nichtsdestotrotz, ich wünsche jedem, der ähnliche Symptome hat oder jedem, der in diesen Problemen drin ist, vor allem Familienvätern, ja, ich gehe jetzt mehr auf die Seite der Männer, ja, Leute, die Frauen haben, die Kinder haben und immer mehr in diesen Ruin sich selbst und ihre Familien reinbringen. Ich wünsche euch von meinem Herzen, dass ihr irgendeinen Ausweg findet, dass ihr irgendeine Veränderung findet. Schaut Motivationsvideos, redet mit Leuten, vielleicht wie mir, die alles durchgemacht haben. Arbeitet an euch selbst. Auch Daniel hat mir vor dem Interview auch nochmal gesagt, dass er viel in Google recherchiert. Er gibt viel ein, Kokainsucht behandeln, Spielsucht etc. Viele Wege. Macht das, Leute, ganz genau. Und überlegt, denkt darüber nach, seid ehrlich zu euch selbst und bringt euch selbst einen Punkt, wo ihr sagt, die Veränderung muss her. Als letztes noch, wenn ihr bestimmte Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne in der Kommentarspalte hier alle stellen. Ich bin jetzt wieder ein bisschen aktiver auf dem Kanal, werde dann schauen, dass ich hinter den ganzen Sachen ein bisschen mehr her bin. Zeitlich werde ich jetzt ein bisschen mehr YouTube-Content bringen können. Das war jetzt die letzten Monate durch meinen beruflichen Werdegang hier in Marokko nicht so einfach. Jetzt werde ich es wieder tun. Inshallah, nicht vergessen, ja, wir wissen nicht, ob wir morgen noch aufhören. Daniel, möchtest du vielleicht noch abschließend irgendwas dazu sagen? Wir sind dann durch. Also wie gesagt, vielen Dank, Bruder, dass wir das hier durchgezogen haben. War eine gute Sache. An euch, Leute, macht euch mal Kopf über die ganzen Sachen, was wir hier geredet haben, weil das ist ein ernstes Thema. Und wie gesagt, Bruder, das war's erstmal. Schauen wir mal ab, wie es weitergeht, ne? Freut mich. Oder? Vielen Dank, dass du da warst, Leute. Ja, das war der erste Mad-Podcast Motivation Athletic Team. Wir sehen uns bald, inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam.